Herzlich willkommen zu heutigen Business Insight rund ums Thema Cloud-Applikationen. Cloud-Applikationen sind die letzten Jahre immer relevanter geworden und insbesondere die letzten Monate haben gezeigt, dass Cloud-Applikationen noch wichtiger werden. Mit Remote Office, Home Office. Jedoch stellen Cloud-Applikationen die Unternehmen auch immer wieder vor Herausforderungen. Und wir wollen heute mit Ihnen zwei von den Herausforderungen mal miteinander anschauen und haben dafür zwei Szenarien vorbereitet. Das eine Szenario, das wir immer wieder sehen, ist die Beschaffung von neuen Cloud-Applikationen. Wie geht man damit um? Wie kann das dokumentiert werden? Und das zweite nachher natürlich, wenn die Cloud-Applikationen dokumentiert sind, wie geht man damit um, um einen Überblick über Kosten zu haben? Und wie versteht man genau, welche Business Needs die verschiedenen Cloud-Applikationen erfüllen und ob es gegebenenfalls Überschneidungen gibt. Im ersten Schritt schauen wir Szenario 1 an. Die Ausgangslage ist wie folgt. Eine dezentrale Business-Einheit im HR hat eine neue Software beschafft für das Management von Mitarbeitenden, konkret Thema Onboarding von Mitarbeitenden, und meldet jetzt an die Zentralstelle, dass die Cloud-Applikation beschafft worden ist. Dabei ist natürlich einerseits für uns die Herausforderung, dass wir die richtigen Stammdaten von dieser Applikation erfassen. Das heißt, wir müssen einerseits definieren, wie teuer oder wie viele Kosten pro Monat fallen für die Cloud-Applikation an. Und andererseits müssen wir definieren, wer ist verantwortlich für die Applikation, also sprich, wer ist im Sponsorship dafür verantwortlich und vor allem auch, welche Business Need wird mit deren Applikation erfüllt. Das würde ich Ihnen jetzt gerne anhand von einem Live-Beispiel mit Ado IT direkt zeigen und dafür wechseln wir jetzt in die Applikation Ado IT. Wir befinden uns jetzt hier im Ado IT und wir werden jetzt miteinander hier die Applikation, die vom HR genannt worden ist, miteinander einfügen. Wir gehen über Neu im Bereich vom Applikationsmanagement, legen die Applikation an und hinterlegen im ersten Schritt miteinander den Namen. Nachdem dass wir den Namen definiert haben, können wir miteinander sagen, wer ist in der Businessverantwortlichkeit hinterlegt und nehmen dafür die Rolle vom HR, hinterlegen die Rolle vom HR und haben somit die Verantwortlichkeit definiert. Im nächsten Schritt gehen wir auf Kosten. Wir haben keine Investitionskosten, wir haben aber 390 Franken monatliche Kosten in Schweizer Franken, wählen dafür noch die Währung und haben somit die wichtigsten Daten bereits hinterlegt. Jetzt können wir das Ganze speichern. Wir legen die Applikation im Bereich Applikationskatalog als SaaS-Applikation an und haben somit die wichtigsten Dateien oder Daten bereits hinterlegt. Im nächsten Schritt können wir das Ganze noch klassifizieren. Wir sagen, das ist eine SaaS-Applikation und definieren das Label SaaS-Applikation, nehmen dafür mit Drag and Drop das Label, ziehen es auf unsere neue Applikation monday.com und haben das Label bereits hinterlegt. Jetzt können wir das Ganze wiederum speichern und jetzt im nächsten Schritt definieren wir, was ist der Business Need von dieser Applikation, welche Geschäftsprozesse unterstützen wir. Auf der linken Seite haben wir die Übersicht über Geschäftsprozesse. Wir nehmen jetzt den Prozess Personalmanagement durchführen, ziehen die auch einfach mit Drag and Drop auf die neue Applikation und haben jetzt bereits hinterlegt, welche Geschäftsprozesse unterstützen wir mit deren Applikation und sind somit bereits am Ende. Nachdem dass wir uns miteinander angeschaut haben, wie eine neu beschaffene Cloud-Applikation eingetragen wird, schauen wir jetzt im zweiten Szenario miteinander an, wie kann man gesamtheitlich einen Überblick über sämtliche Cloud-Applikationen erhalten, wie kann man Kosten auswerten und wie kann man analysieren, welche Cloud-Applikationen welche Business Needs unterstützt. Das heißt, wir haben die Ausgangslage, dass wir sehr viele Cloud-Applikationen in der Organisation haben. Die sind dezentral beschafft worden. Die einzelnen Geschäftseinheiten haben die bezogen. Und wir müssen uns jetzt mal einen gesamtheitlichen Überblick verschaffen. Die Herausforderung ist dabei einerseits natürlich, dass die Möglichkeit besteht, dass wir verschiedene Cloud-Applikationen haben, die gleiche Business Needs abdecken. Die verschiedenen Redundanzen müssen wir erkennen. Und andererseits müssen wir mal einen Überblick haben, wie hoch sind die gesamten Kosten pro Monat über alle Cloud-Applikationen hinweg. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich eine Auswertung über alle SaaS, respektive Cloud-Applikationen und wir müssen können analysieren, welche Geschäftsprozesse werden von diesen Cloud-Applikationen unterstützt. Und auch hier wieder möchte ich Ihnen das direkt im System zeigen. Wir wechseln dafür wieder ins Ado IT und schauen das anhand von einem Beispiel konkret miteinander an. Gut, jetzt werden wir in einem zweiten Schritt miteinander Szenario 2 anschauen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, welche SaaS-Applikationen verursachen welche Kosten
und welcher Business Need wird damit abdeckt. Wir gehen hier dafür über die Suchfunktion respektive über die Filterfunktion in AdoIT. Lassen uns im ersten Schritt einmal eine Liste von allen Applikationen innerhalb der Organisation anzeigen. Wir können dafür nach den Applikationen suchen, können uns die direkt als Liste anzeigen lassen und werden jetzt in einem zweiten Schritt die Liste verfeinern und nur ausschließlich Cloud-Applikationen uns anzeigen lassen. Wir haben ja im Szenario 1 bereits gesehen, wie das so eine Zuweisung stattfinden kann, wie so eine Typisierung von Cloud-Applikationen funktioniert und können jetzt die Typisierung natürlich entsprechend auswerten. Wir sehen, wir haben eine Liste von 5 Applikationen, die als SaaS-Applikation klassifiziert sind und können jetzt in einem zweiten Schritt uns dazu Kosten anzeigen lassen. Wir gehen hier wieder über die Spalte, zeigen uns Betriebskosten an und können dazu auch noch die Währung einblenden, damit wir wissen, über welche Währung wir hier dabei reden. Jetzt haben wir die Liste von den 5 SaaS-Applikationen, sehen, wie viele Kosten pro Monat fallen entsprechend an, sehen in welcher Währung und können jetzt in einem nächsten Schritt die Analyse verfeinern und können uns auch anzeigen lassen, welche Geschäftsprozess, welcher Business Need wird mit der Applikation abdeckt. Dafür gehen wir wieder über die Suchfunktion, über die Filterfunktion, lassen uns anzeigen, welche Geschäftsprozesse wir unterstützen, respektive für welche Geschäftsprozesse die Applikationen einen Dienst erbringen. Wir sehen hier auf einen Blick entsprechend die Geschäftsprozesse. Und was da direkt jetzt auffällt, ist, wir haben 2 Applikationen, die den gleichen Geschäftsprozess unterstützen. Das ist der kundenberatende Geschäftsprozess. Wir sehen, das sind die beiden Applikationen MS Teams und Zoom. Das sind sehr ähnliche Applikationen vom Use Case her, die entsprechend unterstützen und können auf Basis von dem natürlich jetzt angehen und weitere Analysen und Maßnahmen miteinander definieren. Nachdem dass wir jetzt die beiden Szenarien innerhalb des Systems angeschaut haben, wie die gelöst werden können, möchte ich gerne noch kurz ein Fazit darüber ziehen. In der heutigen Zeit ist es die Realität, dass Cloud-Software dezentral von den Business-Einheiten beschafft werden. Die Situation werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr ändern. Darum ist es ganz wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, die verschiedenen Cloud-Lösungen zentral zu verwalten, mit den wichtigsten Daten zu pflegen, damit wir jederzeit so eine Übersicht erhalten, wie wir sie jetzt miteinander im Szenario 2 gesehen haben und auf Knopfdruck analysieren, wo welche Business Need mit einer Cloud-Applikation unterstützt werden. Wir haben jetzt im Beispiel gesehen, dass wir zum Beispiel 2 Softwarelösungen haben für Online-Meetings, Microsoft Teams und Zoom. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir da die Möglichkeit haben, zum Maßnahmen zu setzen, um die ein oder andere Applikation gegebenenfalls zu ersetzen, zum Kosten sparen, aber auch um unsere IT-Landschaft wieder einheitlich zu gestalten. Wenn Sie ebenfalls die Möglichkeiten nutzen wollen, haben Sie selbstverständlich mit AdoIT die Möglichkeit, zum kostenlos mal eine Einstiegsversion zu lösen, also sprich AdoIT kostenlos zu probieren. Sie finden sämtliche Informationen direkt unter dem Link, wo Sie auf dieser Folie unten links sehen. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, sei es softwareseitig, aber auch inhaltlich, wie man das Thema angeht, kontaktieren Sie uns natürlich jederzeit sehr gern. Wir sind für Sie da, stehen für Sie zur Verfügung und würden uns sehr freuen, mit Ihnen das Cloud-Management-Thema auch Ihrer Organisation anzugehen.